In den letzten Wochen wir haben erklärt, wie das Team Paulus aufgebaut wurde, die er benutzt hat, als er in Philippi gekommen war, um das Evangelium zu verkündigen. Und wir haben gesehen, letztes Mal, wo die erste Bekehrte in Europa zum Glauben gekommen war. Und das war eine Frau, die hieß Lydia. Heute, wir werden betrachten das nächste, der bekehrt wurde. Und wir haben keinen Namen für diese Mädchen, aber wir wissen trotzdem ein bisschen von dieses Mädchen und was für eine Person sie war. Und so, wir fangen die Geschichte an heute mit Apostelgeschichte 16 und Vers 16. Es steht, es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte und ihren Herrn durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Okay, das Erste, was wir sehen von dieses Mädchen, ist, dass sie war eine Sklavin eines Herrn. Also sie war in Besitz von jemandem. Natürlich in der Kultur, die wir heute haben, wir schauen darauf und wir denken, wie schlimm das ist. Und es ist doch schlimm. Aber Paulus war nicht berufen, hin und her zu gehen, damit er Sklaven befreit von ihrer irdischen Herren. Das war nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe war, das Evangelium zu verkündigen. So, Paulus hat seine Philosophie erklärt über diese Sache in 1. Korinther 7, Vers 20 bis Vers 24. Er sagt, jeder bleibt in den Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden? So sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benutze es lieber. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist auch der berufene Freie ein Sklave des Christus. Ihr seid teuer erkauft. Werdet nicht Knechte der Menschen. Bruder, jeder bleibe vor Gott in den Stand, in dem er berufen worden ist. So Paulus sagt, du bist zum Glauben gekommen als eine Sklave. Das ist keine große Sache. Also diene den Herrn als ein Sklave. Aber wenn du frei bist, dann bist du also eine Sklave des Christus. Also du solltest dann auch den Herrn dienen. Also Paulus hat nicht versucht, dieses Sklaven zu befreien von ihrer Herrn, der sie besitzt. Wir lesen aber weiter und wir finden, dass sie war nicht nur eine Sklavin eines Herrn, sondern sie war auch eine Sklavin der Sünde. In Vers 17 steht, diese folgte Paulus uns nach, schrie und sprach. Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebete dir in den Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus in derselben Stunde. Also ähnlich wie bei Jesus Christus. Also Jesus Christus hat das nicht angenommen vom Teufel, wenn die, oder Dämonen, wenn die sagen, der ist der Christus. Jesus brauchte solche Zeugnisse nicht. Die waren nicht hilfreich. Und Paulus hat es genauso gesehen. Dass es war nicht hilfreich, dass dieser Diener Satans, dieser Diener der Sünde, immer ihn nachfolgt und sagt alle Menschen, der ist der uns den Weg zur Heil
verkündigt. Also das war nicht hilfreich. Und so Paulus war etwas geärgert darüber. Diese Frau war aber eine Sklavin der Sünde und sie hat keine Kontrolle wirklich über was sie tut, sondern die bösen Geister, die in ihr wohnt, die haben sie kontrolliert. Und so sie braucht befreit zu werden von dieses. Paulus versucht nicht, sie zu befreien von ihren Herrn, ihren irdischen Herrn, aber von dieses Sünde, die Knechtschaft der Sünde. Paulus möchte gern sie befreien von das. Johannes 8, Vers 34 steht, Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Und dieses Mädchen war ein Knecht der Sünde und sie braucht befreit zu werden. Johannes 8, 36 steht, wenn euch nun der Sohn freimachen wird, so seid ihr wirklich frei. Und das ist, was diese Frau benötigt, ist wirklich frei zu sein durch Jesus Christus. Und so Paulus hat den bösen Geist befohlen, auszugehen. Das ist geschehen und jetzt wir haben den zweiten Bekehrten in Europa. Diese Frau, die vom dem bösen Geist befreit wurde. Nun schauen wir in Vers 19. Es steht, als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie aus dem Marktplatz vor die Oberste der Stadt und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Männer, die Juden sind, bringen unsere Stadt in Unruhe und verkündigten Gebräuche, welche anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Also die Besitzer von dieser Sklavin waren auch Sklaven. Die waren Sklaven des Gelds. Und so sie wollte weiterhin Geld bekommen von dem Dienst, was diese Frau vorher für ihnen getan hat. Und so die waren sehr geärgert, dass diese Frau das nicht mehr macht und so sie bekommt jetzt weniger oder kein Geld von dieses Dienst dieser Frau. 1. Timotheus 6, Vers 10 steht, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. So diese Männer, dieses Mann, der sie besitzt, er war eine Sklave des Gelds und des Geldgier. Dann lesen wir weiter in Vers 22. Und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Rute zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viel Schläge gegeben hatten, warfen sie ins Gefängnis und geboten den Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Es waren nur zwei von das Missionsteam, die im Gefängnis geworfen wurde. Und es war Paulus und Silas, denn die waren beide Juden. Timotheus war Hauptgriechen und Lukas war auch entweder Griechen oder Römer. Und so, die haben die nicht im Gefängnis geworfen, aber Paulus und Silas schon. Die Hauptleute haben das gemacht, denn die waren auch Sklaven. Die waren Sklaven der Machtgier. Und die haben Angst gehabt, dass wenn die Geschichte geht zu Rom, dass so ein Aufruhr entstanden wurde, dann die werden ihren Platz verlieren. Und so, sie haben gehandelt, wie sie gehandelt haben, weil sie waren auch Sklaven der Mitgier.
Und so, wir haben gesehen, dass wir haben ein Mädchen, die eine Sklavin eines Herrn war und die auch eine Sklavin der Sünde war. Und wir haben ihren Besitzer, der eine Sklave des Geldes war. Und wir haben die Hauptleute, die Sklaven der Machtgier waren. So, wir sehen, dass jeder in dieser Geschichte ist Sklaven. Und dann kommen wir zu Paulus und Silas wieder in Vers 25. Und es steht, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobte Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Wieso hätten die das machen können? Das ist eine gute Frage. Und die Antwort ist, dass Paulus und Silas waren Sklaven Jesus Christi. Und so, die haben das besser gefunden, im Gefängnis zu sein und dort den Herrn zu dienen, als dass sie wurden also traurig und sehr mutlos wegen das, was geschehen war in ihrem Leben. Sie haben als Herrn Jesus Christus. Und so, egal welche Lage, in der sie sich findet, sie wollen den Herrn preisen und den Herrn dienen. Galater 1 und Vers 10, es steht, rede ich dem jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn es allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Paulus und Silas waren Knecht des Christus und das war ihnen wirklich wichtig.